Ja, aber das ist ja klar. Es gibt nämlich noch keine Lösung. Also wir können keinen dorthin stellen, wenn der Container schwebt und wir haben die eine Seite auf den anderen liegen. Schattenmatrix zu machen. Die Türen. Weil man die Türen, die stoßen ja irgendwann aneinander. Schicht lebt, wenn die geometrisch genau pfeift. Achso, dass ich überhaupt einen doppelten Boden quasi die zwei aufstehe und davor einen weißen Vorhang ja. und den strahle ich an. Es geht schlichtweg darum, eine Geschichte mit der Klangwolke zu erzählen, darüber, wie diese globale Vernetzung begonnen hat, was sind die Ursprünge, wie hat sie es entwickelt und vor allem, wie verändert es jetzt unser Leben. Und das ist ja die Realität, die passiert ist. Was wir machen, ist, dass wir eigentlich auf das schauen, wie entwickeln sich die Dinge rund um uns, was sind diese spannenden Dynamiken und Phänomene, die unsere Kultur, unsere Gesellschaft, unser Leben einfach so stark verändern und wie kann man darüber in einen Dialog auch treten mit einem großen Publikum, wie man es bei der Klangwolke hat. Und das ist in dem Sinn jetzt nicht sozusagen eine geniale Künstleridee, sondern man schaut einfach um sich und entwickelt daraus eine Geschichte und schaut dann einfach, dass man auch die richtigen Leute zusammenbringt. Und da haben wir wirklich letztlich tausende Leute auf der ganzen Welt, die über das Netz an dem mitarbeiten, um dann zu den Ideen und zu den Umsetzungen zu kommen, dass so eine Geschichte jetzt nicht nur eine Erzählung über das Internet wird, sondern dass eigentlich die Klangwolke selber zu so einer Wolke, zu so einem Netzwerk wird. Das ist unser großes Ziel. Marv, was passiert heute? Heute versuchen wir mit verschiedenen Lichtquellen einfach einmal abchecken zu können, was wir später verwenden, was wie weit, wie hell, wie blau, wie rosa. Das Bühnenbild ist ja so gedacht, dass wir verschiedene Tiefen erzeugen wollen, bis hinter ins Mühlviertel. Und da muss man einfach so mit verschiedenen Lichtintensitäten arbeiten, um eigentlich diese Tiefe zu unterstreichen oder zu inszenieren. Das hört sich verdammt abstrakt an. Deswegen haben wir jetzt nur 2 Monate Zeit zum Testen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach einmal an, dann kann man sich vielleicht was darunter vorstellen. Das war jetzt so im Ansatz der Projektionstest. Und jetzt der Lichttest. Andere Lichtquelle. Größere Lichtflächen. Abstraktion im Bildhintergrund. In the night, exchanging glances, wondering what we'll find. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Jetzt, nachdem es geregnet hat, was tun wir? Mal grundsätzlich weitermachen. Gut. Nein, es geht jetzt darum, dass man, wie ich zuerst schon erwähnt habe, um diese Containerwand. Also das ist diejenige, die, wenn man vom Besucher aus jetzt im Donaupark stehend, quasi rechts und links wie 2 Stereoboxen in Ufer drüben stehen werden. Eins links vom AET und eins rechts neben dieser Baumreihe runter zur Eisenbahnbrücke. Das ist sowas wie ein Setzkasten, nur überdimensional. Die Container haben die Türen offen und die werden multifunktionale Lichtkörper werden. Einerseits schaffen es wir durch das, dass wir eine Lichtmatrix, wie man es da sieht jetzt, da sind jetzt die Farbtests, dass wir sozusagen über die ganze Länge, Breite in einem Grid, also in einer bestimmten Struktur, einzeln ansteuerbare Lichter haben. Das heißt, ich kann ein M zeichnen, ich kann ein A zeichnen, ich kann jeden Buchstaben daraus zeichnen. Das andere ist es, dass wir auch mit den Setzkästen-Containern so spielen wollen, dass da auch Akteure drinnen sind, die dann später Morsezeichen, also auch wiederum so eine Analogie auf diese Sprache, auf diesen kleinsten gemeinsamen Teiler unserer Kommunikation. Da drinnen werden Tänzer, Tänzerinnen stehen, die eigentlich synchronisiert zum Takt der Musik Bewegungen machen werden. Also zwar Verlängerungen, Armverlängerungen mit Fahnen und so wie man es aus der Seefahrt kennt, wo dann die Jungs, und da kann man jetzt wirklich sagen, hauptsächlich Jungs, die auf den Schiffen stehen und eigentlich dann die Kommunikation mit den anderen Schiffen machen.
zu einer Zeit, wo es noch keinen Funk gegeben hat, waren einfach so Fahnen. So ich weiß es nicht. Also in ein paar Wochen werde ich euch dann wahrscheinlich sogar ein paar Wörter zumorsen können. Strangers in the night, exchanging glances, wondering what we'll find. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, exchanging glances, wondering what we'll find. What were the chances we'd be sharing